Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Deutsch-Podcasts. Heute sprechen wir über ein Thema, das gerade perfekt zur Jahreszeit passt: die Vorbereitung auf den Frühling. Der Frühling ist mehr als nur eine Jahreszeit. Er steht für Neubeginn, Energie und Veränderung. Nach einem langen, dunklen Winter spüren viele Menschen im Frühling neue Motivation. David, warum fühlen wir uns im Frühling eigentlich oft besser? Das hat mehrere Gründe. Erstens werden die Tage länger und unser Körper bekommt mehr Sonnenlicht. Und Sonnenlicht beeinflusst unsere Hormone. Genau. Ein wichtiges Wort hier ist das Hormon. Eine chemische Substanz im Körper, die unsere Stimmung und Energie beeinflusst. Mehr Licht bedeutet oft bessere Laune. Und mehr Motivation. In Deutschland spricht man oft vom Frühjahrsputz. Ja, das ist eine Tradition. Man reinigt die Wohnung gründlich nach dem Winter. Aber Frühjahrsputz ist nicht nur physisch. Man kann auch mental aufräumen. Ein schönes Wort. Loslassen. Also Dinge oder Gedanken hinter sich lassen. Zum Beispiel negative Gewohnheiten oder Stress. Viele Menschen fühlen sich im Frühling energievoller als im Winter. Das liegt unter anderem daran, dass die Tage länger werden und wir mehr Sonnenlicht bekommen, was unsere Stimmung positiv beeinflusst. Ein wichtiges Wort hier ist die Stimmung, also unser emotionaler Zustand. Wenn die Stimmung besser ist, fällt es uns leichter, neue Projekte zu beginnen. Zum Beispiel, endlich ernsthaft Deutsch zu lernen. Im Frühling machen viele Menschen einen sogenannten Frühjahrsputz. Man räumt die Wohnung auf, sortiert alte Dinge aus und schafft Platz für Neues. Wenn die Tage länger werden und die Sonne öfter scheint, produziert unser Körper mehr Serotonin, das sogenannte Glückshormon. Ein schönes Wort übrigens, das Glückshormon. Das ist ein Hormon, das unsere Stimmung hebt und uns ausgeglichener macht. Und genau diese positive Stimmung kann man nutzen, um neue Lerngewohnheiten zu etablieren. Vielleicht ist jetzt der perfekte Moment, um sich zu sagen, ich möchte nicht nur verstehen, ich möchte endlich aktiv sprechen. Viele Lernende haben Angst vor Fehlern. Sie denken, mein Deutsch ist noch nicht perfekt. Aber Perfektion ist kein realistisches Ziel, besonders nicht in einer Fremdsprache. Ein wichtiger Ausdruck hier ist, sich etwas zutrauen. Sich zutrauen bedeutet, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu haben, auch wenn man noch nicht alles kann. Man spricht oft vom Frühjahrsputz, also vom gründlichen Reinigen der Wohnung nach dem Winter. Aber vielleicht brauchen wir auch einen Frühjahrsputz im Kopf. Zum Beispiel, indem wir negative Gedanken loslassen, wie ich bin nicht gut genug, Deutsch ist zu kompliziert, ich lerne zu langsam. Ein schönes Wort ist hier die Blockade. Eine Blockade ist etwas, das uns innerlich hemmt oder zurückhält. Und manchmal ist es nicht die Grammatik, die uns stoppt, sondern unsere eigene Angst. Vielleicht sollte der Frühling also nicht nur neue Energie bringen, sondern auch einen Perspektivwechsel. Ein Perspektivwechsel bedeutet, eine Situation aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Statt zu sagen, ich mache viele Fehler, könnte man sagen, ich mache Fortschritte, weil ich spreche. Ich finde, Sprachlernen ist wie das Wachsen einer Pflanze. Man sät Samen, das sind neue Wörter. Man gießt sie regelmäßig. Das ist die Wiederholung. Und irgendwann sieht man die ersten Blätter. Das sind die Momente, in denen man plötzlich einen Film besser versteht oder ein Gespräch führen kann. Doch Wachstum braucht Geduld. Ein sehr wichtiges Wort hier ist die Geduld, die Fähigkeit, ruhig zu bleiben und nicht sofort Ergebnisse zu erwarten. Viele Menschen unterschätzen, wie viel sie schon gelernt haben, weil sie sich nur auf das konzentrieren, was sie noch nicht können. Der Frühling ist ein idealer Zeitpunkt, um konkrete Ziele zu formulieren. Aber nicht zu große,
sondern realistische Ziele. Zum Beispiel, ich möchte bis zum Sommer 300 neue Wörter aktiv benutzen können. Oder ich möchte jede Woche ein 5-minütiges Selbstgespräch auf Deutsch führen. Das klingt vielleicht komisch, aber laut zu sprechen trainiert das Gehirn intensiver als nur still zu lesen. Ein sehr schönes Wort ist die Selbstdisziplin, also die Fähigkeit, regelmäßig etwas zu tun, auch wenn man keine Lust hat. Warum nicht das Lernen mit der Frühlingsatmosphäre verbinden? Man kann Podcasts beim Spazierengehen hören. Oder Vokabelkarten im Park wiederholen. Wenn wir Bewegung mit Lernen kombinieren, speichert unser Gehirn Informationen oft effektiver. Ein wichtiges Wort hier ist die Verknüpfung, also das Verbinden von zwei Dingen. Vielleicht sollte man sich diesen Frühling eine einzige mutige Frage stellen. Was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Vielleicht würde man ein Bewerbungsgespräch auf Deutsch führen. Oder sich in einem Café trauen, ein Gespräch zu beginnen. Oder sogar ein Video auf Deutsch aufnehmen. Mut entsteht nicht durch Warten, sondern durch Handeln. Ich glaube, jede Jahreszeit hat ihre eigene Energie. Und der Frühling sagt uns, du darfst neu beginnen. Und das ist auch beim Sprachenlernen wichtig. Es ist nie zu spät, neu anzufangen, selbst wenn man eine Pause gemacht hat. Ein sehr schönes Wort hier ist der Neuanfang. Ein Neuanfang bedeutet nicht, dass alles perfekt wird, sondern dass man bereit ist, es erneut zu versuchen. Stell dir jetzt vor, es ist Sommer. Was möchtest du bis dahin auf Deutsch können? Ein Gespräch führen? Einen Podcast ohne Untertitel verstehen? Oder vielleicht sogar träumen auf Deutsch? David, ich denke, wir sollten noch konkreter darüber sprechen, warum gerade der Frühling eine so gute Phase ist, um das Deutschlernen intensiver anzugehen. Viele Menschen beginnen im Januar mit guten Vorsätzen, aber im Frühling ist die Energie oft stabiler und natürlicher. Da stimme ich dir zu. Denn im Frühling entsteht Motivation nicht nur aus Disziplin, sondern aus einem inneren Impuls. Man fühlt sich aktiver, optimistischer und oft auch offener für neue Herausforderungen. Ein sehr schönes Wort hier ist der Impuls. Ein Impuls ist ein innerer Anstoß, etwas zu tun, ohne dass man sich zwingen muss. Und wenn dieser Impuls mit einem klaren Ziel kombiniert wird, entsteht etwas sehr Kraftvolles. Zum Beispiel könnte jemand sagen, ich nutze diesen Frühling, um meine Sprachhemmungen zu überwinden. Ein wichtiges Wort hier ist die Hemmung, also eine innere Blockade oder Unsicherheit beim Sprechen. Lass uns jetzt einige neue Wörter einführen, die perfekt zu unserem Thema passen. Sehr gute Idee. Wort Nummer 1: Die Veränderung. Das bedeutet eine bewusste Umgestaltung oder Entwicklung. Ein Beispielsatz. Der Frühling ist eine Zeit der Veränderung, sowohl in der Natur als auch im eigenen Lernprozess. Wort Nummer 2: Die Beständigkeit. Das bedeutet, etwas regelmäßig und dauerhaft zu tun. Oh, das ist ein sehr wichtiges Wort für Sprachlernende. Denn Beständigkeit ist oft wichtiger als Talent. Ein Satz dazu. Durch tägliche Beständigkeit verbessert sich mein Deutsch Schritt für Schritt. Viele Lernende fragen sich, wie bleibe ich konstant motiviert? Ich glaube, Motivation ist nicht immer konstant. Deshalb braucht man Strukturen. Ein wichtiges Wort hier ist die Struktur, also eine klare Organisation des Tages oder der Woche. Zum Beispiel könnte man sich feste Zeiten setzen. Jeden Morgen 10 Minuten Vokabeltraining. Jeden Abend 10 Minuten Hörverstehen. Oder einmal pro Woche ein Gespräch mit einem Tandempartner führen. Ein neues Wort. Der Tandempartner. Eine Person, mit der man gegenseitig Sprachen übt. Viele Menschen lernen passiv. Sie hören Podcasts oder lesen Texte, aber sie sprechen kaum aktiv. Und genau da liegt oft das Problem. Denn Sprache ist Kommunikation.
Wenn wir nicht sprechen, trainieren wir nur einen Teil unseres Gehirns. Vielleicht sollte der Frühling also auch eine Phase des aktiven Sprechens sein. Man könnte zum Beispiel beginnen, täglich ein kurzes Selbstgespräch zu führen. Zum Beispiel: Heute war mein Tag produktiv, weil ich meine Aufgaben strukturiert erledigt habe. Oder: Ich bin stolz auf meine Fortschritte, auch wenn sie langsam erscheinen. Hier lernen wir das Wort erscheinen. Das bedeutet wirken oder so aussehen. Lass uns noch einige anspruchsvollere Wörter einbauen, die unsere Zuhörer im Frühling üben können. Sehr gut. Wort Nummer 3: Die Selbstreflexion. Das bedeutet, über sich selbst nachzudenken und das eigene Verhalten zu analysieren. Ein Satz. Durch regelmäßige Selbstreflexion erkenne ich meine sprachlichen Schwächen und kann gezielt daran arbeiten. Wort Nummer 4: Die Ausdauer. Das bedeutet, langfristig durchzuhalten, auch wenn es schwierig wird. Ein Satz dazu. Ausdauer ist beim Deutschlernen entscheidender als kurzfristige Motivation. Der Frühling zeigt uns, dass Wachstum Zeit braucht, aber unvermeidlich ist, wenn man konsequent bleibt. Und genauso ist es mit deinem Deutsch. Vielleicht ist heute der Tag, an dem du beschließt, deine Sprachreise ernst zu nehmen. Nicht perfekt, nicht sofort, aber bewusst und regelmäßig. Denn Sprache ist wie ein Garten. Wenn du ihn pflegst, wird er blühen. Und vielleicht ist dieser Frühling der Beginn deines Durchbruchs. Bleib dran. Bleib neugierig. Bleib mutig. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Deutschlernen.